salat. Maydanoz da tamam. Salatalar tamam. Gerçi birisinden var. Orada karıştırırsınız ama. Dışarı mı onlar? Der versprochene Kaffee. Hier. Dankeschön. Ohne Milch, ohne Zucker, gell? Ja. Und wie geht's euch? Boah, gut. Ich bin morgen Chef. Oh, Maestro ist da. Ohne Milch und ohne Zucker. Hua. Ja, schön. Boot. Wie alt ist dieser Boot? Welche Baujahr? 1924. Maschallah. Der ist im April 100 geworden. Wow. Ist das Runde? So, schönen Tag noch. Ciao. Ich liebe Frankfurt. Es ist eine schöne Städte von Deutschland, die schönste Städte von Deutschland, weil wir hier leben. Also ich habe zwei Städte in meinem Herzen, Istanbul und Frankfurt. Das ist toll. Es macht Spaß, wir haben einen Freundekreis. Es ist ja mehr als Hobby geworden. Ja gut, ich verdiene auch mein Brot auch davon, das ist auch gut. Schon mittlerweile 23, 24, ich glaube 24 Jahre schon. Und deswegen mache ich das weiter, weil es so Spaß macht. Freue ich mich immer jeden Morgen zu meiner Arbeit zu kommen. Und dass mein Alltag wieder anfange und naja, mal gucken, was heute uns erwartet. Dir macht es Spaß. Ja, es macht Spaß. Ja. Deswegen, weil es so Spaß macht, weil ich das gern mache und deswegen ist die Arbeit für mich nicht schwer, obwohl ich stehe morgen um 7, halb 8 auf und dann gehe ich einkaufen, dann ein Boot ziehen und dann wieder einkaufen, dann wieder Logistik machen und die Lager holen, Sachen holen und dann es ist eine schwere Arbeit. Normalerweise ich arbeite für doppelt, also 2 Personen. Von meiner Alte ist auch nicht so machbar, aber ich weiß nicht, ich mache das einfach. Weil ich das gern mache. Ich liebe meine Arbeit und ich liebe meine Gesellschaft. Ich liebe Frankfurt, ich habe keine Ahnung. Es gibt zwei Menschen in einer Art. Es gibt Menschen, die gelernt haben, Beruf, die haben nur gelernt. Aber es gibt so Leute, die haben Leidenschaft. Und die sind mehr, bei der Leidenschaft sind mehr erfolgreich. Und es macht Spaß, weil die das gern machen, weil das leidenschaftlich ist. Haben mehr Erfolg als das, was sie gelernt haben. Das war mein Traum, ja, wo ich hier am Main gelaufen war, bevor ich dieses Boot aufgemacht habe. Ich habe gesagt, warum soll denn nicht wie in Istanbul oder Antalya, Belek, diese Ufer nicht so belebt, wo eine Menschenmenge ist. Es war nur langweilige Sportler und Fahrradfahrer, aber war nicht so besonders für die Volk, also für die Leute, für die Familie war nicht so. Und dann, seit diese Boot aufgemacht haben,
Dann ist langsam der Maincafé da vorne bei uns. Und hat sich schon in den letzten 15 Jahren hat sich vervierfacht, also diese Menschenmenge. Es ist schön, die Leute fühlen sich wie in Urlaub am Mainufer. Ja. Es hat sich auch viele andere Leute gezogen, außerhalb von der Region. Also von Bayern kommen die Leute von überall. Also es ist schon Kult geworden, diese Stadt Frankfurt, also wo wir arbeiten. Ja, kommen die Familie mit Kindern, diese Fischdöner essen, also diese Fisch, was im Brot kommt. Wir sitzen auf der Wiese und es ist schon ein Picknick-Restaurant, also es ist toll. Also wir haben keine Tischmöglichkeiten, also wo die Leute bedient werden. Alles so relaxen, alles so ganz einfach. Kommen, stehen an die Schlange und holen ihr Zeug, also essen. Sitzen auf der Wiese mit Gänsen, Ente. Also es macht Spaß. Rausgehen. Der muss stabilisieren, weil wenn du manchmal größere Schiffe fahren, Schubverband, machen richtige Welle, da haben wir das unangenehm. Okay. So, alles gut. Okay, in Gottes Name, Bismillah. So. Anmachen. Gut, das wieder hier. So, das ist das. Döner machen wir jetzt fertig. Dann tun wir den zweiten Spieß dran. Andere Spieß ist auch da. Wir müssen die Arbeit, weil wir gestern noch mal gemacht, aber wir tun immer jeden Tag so 1, 2 Spieße, je nach dem Bedarf. Aber wenn jetzt keine Kunde mehr ist abends, dann lohnt sich nicht, das zu stehen. Jeden Tag tun wir immer Öl wechseln. Ist wichtig, weil es brennt den ganzen Tag. Und deswegen sollte man einen Tagesgebrauch, den nächsten Tag sollte man auch wechseln. Also deswegen, die Leute kommen, wenn die im Boot reinkommen, die wundern sich, warum hier, du frittierst Fisch, alles, aber warum riecht es bei dir nicht? Weil wir das immer jeden Tag Öl wechseln. Weil das ist auch gesundheitsschädlich, wenn man ein altes Fett, weil das brennt. Und wenn man also man sieht es auch, unser Duschabzug sauber, das ist schon seit 18 Jahren alt, aber immer noch sauber.
Niyazi eski şeyler nerede? Çipsler aşağıda mı eski? Chips. Das sind unsere Chips. Die haben wir schon geschnitten. Also 3-4 Mal gewaschen. So. So. Stärke, Kartoffelstärke müssen raus. Also deswegen 4-5 Mal waschen. Und dann im sauberen Wasser legen. Da kann 1-2 Tage passiert nichts. Schön, wenn man mit frischem Öl arbeitet, sauberes Öl, und das ist schön. Da fühle ich mich wohl, weißt du, wenn ich was anbiete. Und das ist gut und das freue ich mich auch. Das. Das ist unsere Joghurtsoße. Ist auch meine Gewürze sind auch gleich meine. Das schmeckt auch lecker. Da muss meine Mitarbeiter muss kommen. Wir haben keine Maß, also wir machen nicht Maß, mit Augen. Also nach Gefühl. Ist das wichtig nach Gefühl? Ich habe noch nie eine Sache mit Maß und so nicht gemacht. Das ist langjährige Erfahrung. Mein Vater war Gastronom in den 80er Jahren. Und wir sind in der Gastronomie aufgewachsen. Wir haben auch eine gute Spülmaschine. Das ist auch gut, das ist sauber, also Minute. Also unser Herzstück ist unsere Grilltoaster, Fritteusen, und die sind immer Dauerbelastung. Also. Ja, aber es ist immer schön, bei uns ist das ein Betrieb. Es wäre schön, wenn es so jeden Tag laufen würde. Dann kommt ein Regen, eine Woche Regen, da sind wir, also da müssen wir, also das ist ein Risiko. Also es ist schon dieses Jahr, wir hatten schlechte Saison gehabt. Es war im Frühjahr immer geregnet, also April, Mai, und da waren viele Feste. Und das ist, also ich weiß nicht, vielleicht diese Inflation oder für die Leute wirtschaftlich, keine Ahnung, es ist schon relativ weniger geworden. Relativ.
So, wir müssen das. Mein Vater war die erste Gastronomie in Frankfurt. Die haben 78er Jahren Restaurant gehabt am Manusviertel in der Moserstraße, wo Hotel Nürnberg war. Und unsere Döner haben wir selber gespießt. Und war gute Zeiten, also es war auch schön viele Publikum, das Geschäft hat gelaufen gut, aber klar, mein Vater war ein guter Mensch, aber war kein Geschäftsmann. Also das Entwicklung weitermachen, das hat er nicht verstanden. Und wir waren jung, er hat uns nicht gehört. Dann bis 84, 85 hat er weitergemacht. Und danach kamen die Döner, also viele Produzenten, Dönerproduzenten. Also wir hatten die Möglichkeit gehabt. Aber das haben wir übersehen. Also wir waren jung, also klein, 14, 15. Vor Grillen, das sind Köfte, die mache ich auch selber, die Rezept von meiner Oma. Diese kleinen Frikadellen. Getir döneri açayım ha. Açacağız ha. Takacağız onu. So, fertig. So. Das ist auch gut. Meine Mama hat immer gemacht und ich mache nach ihrem Rezept. Meine Mutter ist eine gute Köchin, also meine Schwester auch. Meine Brüder, wir sind alle Gastronomie, sind froh und stolz darüber, dass ich das was präsentiere, dass ich gute Gewissen habe. Ja. Sieht schön aus, oder? Warte, tamam yap. Sana. Ja. Hier. Die darf man nicht so durchbraten, weil wir nochmal auf die Grillkoste warm machen. Zack, siehst du, geht alles in der Reihe. Aber natürlich keine Moment. Das ist reine Kalbfleischdöner. Also wir verwenden kein Geflügel, kein Hack. Also das muss Qualität sein. So wie unsere Fett. Also es muss eine Kettenreaktion, es muss alles laufen. Von Hygiene, von Sauberkeit. Ich habe gesagt, ich mache meistens auch leidenschaftlich. Gehört das für dich mit dazu, Leidenschaft? Ja klar. Ohne Leidenschaft werde ich auch nicht so Spaß haben. Ist das auch ein türkisches Rezept? Nee, Chips, normal wie Pommes also, aber ja, wie die bei den Märkten verkaufen diese Chips. Aber die Gewürze ist meine Rezept und die Art, wie ich das mache. Es ist ja frittieren, glaube ich, so was ähnlich wie jeder, aber die Gewürze ist meine, das ist mein Geheimnis. Arkadaşlar.
paar Minuten, was hast du vorbereitet, oder? In ein paar Minuten hast du alle vorbereitet fertig. Mal probieren. So, das ist auch fertig, ne? Das ist ein schöner Blick, oder? Ja, das sind meine Familie. Die Familie kenne ich schon lange, also schon über 20 Jahre. Uropa. Haben wir unsere Fische. Das sind die Makrelen. Das sind alles meine Geheimnisse. Also meine Gewürze sind alles meine. Ich bin der Erste, der in Europa Fisch in Sandwich, Fisch im Brot, also Fischdöner gemacht hat. Das war in Berlin der Erste, in Berlin war der Erste, der Döner gebracht hat. Und ich bin der Erste in Europa, in Frankfurt, diese Fischdöner entwickelt hat und gemacht hat. Und woher kommt der Fischdöner? In Istanbul gibt es eine Galatebrücke. Wer in Istanbul kennt, kennt das. Von Sandalen aus, von kleinen Sandalen, die machen Makrele im Brot. Und die Idee ist schön. Und deswegen ich habe gesagt, warum sollen wir sowas nicht auch in Deutschland, in unserer, wo wir leben. Es ist hier unsere Heimat. Wir leben auch hier. Niyazi hamsi yokmuş burada ya. Gittim ya, nereye bakkala gittim. O kadar gittiğime dua et. Nereye parçaladın ya? Şöyle bakın, ha nereye? Frikadelle, Adana, Hähnchenspieß, hast du deinen Fisch, hast du deinen Chips, hast du deinen Salat, hast du deine Vorbereitung. Das ist das, was ich sage, diese Leidenschaft. Leidenschaft. Und egal, wenn du Gastronomie gehst, guckst du, wie die arbeiten. Ob sie mussten oder wollen. Großer Unterschied. Okay. So. Meine Hobby, meine Leidenschaft ist auch dabei. Das muss auch parallel laufen. Jetzt holen wir Köderfische. Wir sind offiziell 12 Uhr auf. Leckerli. Ich habe ein Leckerli drauf gemacht. Okay, jetzt haben wir eine. Jetzt haben wir einen Köderfisch. Dann haben wir eine Grunde. Jetzt haben wir einen Köderfisch. So. Hey. Jetzt tun wir dann. Okay. Dann machen wir das hier. Ohne Gas. Ah, ja. Okay. Okay.
Immer schön vor. Ich gucke nichts. So. Das sind die Dürren, Jufka. Okay. Okay. Nasıl? Aşk ekmekten alalım aşağıya. İyi bir sür oradan versin. Tamam. Gracias. Möchten Sie gern was trinken? Ja. Ein Wasser? Zusammen? Ja. Wir haben auch hausgemachte Limonade von der Oma. Nein. Ja. Einmal die. Okay. Und bei Ihnen ist 13 Euro. Die sind gegrillt, mariniert. Das ist auch Highlight. Das ist so Babykalama, die werden gewaschen. Dann werden sie auf den Grill gegrillt, damit die Geruch von Grill bekommen. Dann werden sie mariniert mit verschiedenen Kräutern und ein Stück Zitrone drin. Guck mal so. Das haben wir 2 Portionen, der wird kurz warm gemacht. Okay. Okay. So, vorbereitet. Koy şunu üstüne koyacaksın. Üstüne koy, yanına koy. Al orada yanına koy. Da kommen Würze, Kreuzkümmel, Oregano und dann Granit Apfelbalsam koy. So, voilà. Wollen Sie Gabel? Schön. Dürfen wir uns oben hinsetzen? Selbstverständlich. Guten Appetit. Dankeschön. Guck, in einer Stunde, du bist verkauft. Fertig. Dann Chips gebraten, frittiert, dann Gemüse frittiert, Dönerspieß drauf gemacht, Salate vorbereitet. Ich sage, das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man vorbereitet ist. Ja. Muss immer kühl sein. Ist auch kühl. Es wird kühl gestellt. Ist das vom Bäcker? Bäcker, ja. Weil die möchten immer mehr Menge, weil die können nicht jederzeit bringen.
Ja gut, ich entlasse Sie. Sie können, früher sind wir irgendwo gekommen. El yapımı limonatamız var. Çok güzel ama. El yapımı taze limonatamız var. Tamam al oradan 2 tane alalım. Das ist klein, ja. Evet. Şu şeyleri var ya, koyuyorlar içine. Şeyleri bastırıyorlar. Anladın mı ya? Hangisiyle uğraşayım oğlum? Hangisiyle ya? Gerizekalılar ya. Hani Şilengen nerede? Niyazi. Şilengen nerede? Haberleri var, söyledim. Bugün çekim yapacaklar. Alo. Buyurun. Niyazi birkaç. Einmal ein Döner und einmal Frische Limonade von der Oma. ja, einmal hausgemachte Limonade Okay. oder zweimal. Alles klar. Gut. Schöpfe. Nimm erstmal die Getränke, ich mach dir das.
Ben geleceğim bu tarafa. Millet doldu bir de at için. Das war der Essen drin. Gibt es auch Chai und alles. Machen wir nachher. Schön. Hallo. Bitte? Hi, Zoran. Bitte schön. Hi. Was trinken dazu rausgemacht? Ich habe frische Limonade von der Oma. Die ist sehr lecker. Wir zweimal Dorade. So. Kann ich die auch so ein Tablett haben, oder? Ja, klar. Ich werde gleich die Gabel haben. Gabel? Zusammen oder getrennt? 24. Danke dir. Auf dem Tablett? Ja, ja. Podam pierwszy. Zoran! Die Leute können aussuchen beim Mittagsangebot. Köfte, also manchmal mache ich was anderes, aber manchmal auch, wenn die Leute wollen, können auch von der Karte als Menü kombinieren. Kostet 10 Euro mit Getränke dazu. Ja. Das ist unsere Mittagsmenü. Lass schmecken. Ja, danke dir. Also diese Ayran mache ich mit frischer Minze rein. Man kaut diese Minze und dann trinkt man den Ayran. Das ist so lecker. Ah. Das höre ich immer gern, wenn ich frage die Leute, hat es geschmeckt? Mekka. Und das Teller leer gegessen ist. Ist mehr wert, als wenn das Geldeinnahme. Wenn das gut ankommt, die Menschen, das ist mehr wert. Ja. Ciao. Ist er jetzt langsamer? Ja. Ja, manchmal. Manchmal Feuerwehr auch, manchmal fährt. Es sind manchmal junge Leute, neue Leute. Lebst du deinen Traum? Ja. Ich habe auch meine Angelroute, mein Boot. Kleinboot, so 5 Meter mit Ausflugsboot, also so Angelboot. Ja, es ist schön genießen. Es ist schön, toll. Also ich bin so mehr so ein Naturmensch. Also ich mag gerne keine Hotels und ganze exklusive Verpflegung will ich hier nicht haben. Ich bin ganz neutral. Könntest du dir einen anderen Job vorstellen? Nein. Ich bin ja 59. Ich liebe meinen Job und es ist okay. Ab jetzt geht ich mache im Sommer, dass ich auch im Winter überleben kann. Weil es ist wie Eisdiele oder wie Terrassenrestaurant oder die Leute, die im Sommer arbeiten. Wir sind abhängig und Leute zum Beispiel beschweren sich, warum eine Kugel 2 Euro? Ja gut, Leute, ihr müsst verstehen, diese Menschen leben nur von Sommer. Ja, im Sommer arbeiten, genau wie wir. Ja, man kann da mit den Leuten nicht streiten. Es ist okay, ich gönne die Leute. Gut, dass die Leute, dass es Eisdiele gibt, dass wir schön saftigen, guten Eis essen anstelle von diese fertigen Produkte.
Also wenn die nicht wären, was haben wir davon? Nur Fertigprodukte. Also. Ja. Guck mal, bevor du trinkst, nimm die in der Hand, Auge zu, relaxen und dann riechen. Aber ganz langsam. Schön erstmal riechen. Erstmal. Jetzt Auge zu. Langsam. Haben Sie mitgekriegt mit der Limonade? Ich muss noch mal Werbung nicht machen. Also es ist gute Limonade. Man macht nur einmal Werbung. Wir hätten gerne einen Fischdöner mit Dorade und einen Fischdöner mit Makrele. Okay. Und die Limonade? Ah, nein, meine Oma hat letztes Mal Yacht gekauft. Die braucht sich mit Geld. Die muss Geld verdienen. Also, eine. Eine, okay. Mit einer... Ja, Wir sind nur auf der Durchfahrt, wir fahren nach Düsseldorf. Wir waren vor 6 Jahren zufällig hier und wir haben gesagt, wir fahren heute hierher, wir halten an, um einen Fischdöner zu essen. ja, siehst du? Ja. Nur wegen Ihnen. Wegen mir. Wegen meiner dem Schönheit Döner. oder wegen meiner Psyche? Wegen Döner. Wegen Döner. Bitte noch scuro bitte eine. Das war's? 21, machen wir 20. Machen wir für 4 Wochen. Ne? Ja, die Saison. Wir haben heute die machen so ein Dokument, also YouTuber, drehen jetzt Dings. Okay, Da sind sie auch drin. dann schauen wir rein. Ja. Das war die Dorate, jetzt kriegen sie Makrele. Ich halte. Das ist schön, mittlerweile wir sind jetzt 24 Jahre. 24 Jahre. Ja. Aber wir sind immer noch da. So, ja, Tablet konuşuyor. Ah, danke. Oh, das muss vorsichtshalber. Dankeschön. Merhaba gençler, hoş geldiniz. Çupran var mı abi? Var abi, çupra var, hamsi var. Bir tane alayım abi. Ich kann sowas schon. Du willst kein TikTok, Instagram? Nein, nein, ich brauche nichts. Es ist für junge Leute, wenn die Leute was Neues anfangen, sollen sie machen. Ich brauche das nicht. Ich brauche nur meine Arbeit durchmache und fertig mache und Feierabend mache und nach Hause gehen. Ich brauche keine Werbung. Ich brauche nichts. Es ist alles okay. Und wie kommen die Leute auf dich? Immer. Von, ob es eine Dreharbeit für eine Serie, Dreharbeit für einen Dokumentarfilm oder ein Buch. Also wir sind bei Jan Segers, dieser Krimi-Autor von Patriots des Todes, ein Buch, hat er darüber geschrieben. Also 4 Seiten von der Dönerboot-Event. Oder bei Lufthansa Bordmagazin oder National Geographic Travel, Robinson Travel, Route 66. Und in Reiseführer, Stadtführer, sogar auch Bootsführerschein. In Lernbuch steht, der Dönerboot muss man aufpassen, keine Welle machen. Ja, das ist schöne Sachen. Also das ist schön im Wasser, um Wasser, oben Wasser, was weiß ich. Es ist schon Attraktion, ja. Schon. Und eine Serie? Ein Fall für 2. Man gedreht. Wir haben 3 Mal hier gedreht, bei Ein Fall für 2 in Matula. Da waren die letzten Serien. International? Ja, aber wir haben viele Rapper aus Frankreich waren da und die haben diese mit Maske, mit Theodor-Maske, was weiß ich, kenne ich. Ich kenne die Leute gar nicht. Die junge Leute können das. İşimizin peşindeyiz. Aynen. 24. Ver 25 abime. Lecker. Hi Jungs, Hallo. wollt ihr was bestellen? Jawohl. Hier, mach doch mal diese Fest. Dankeschön. Was wollt ihr haben? Trinken? Gibst du uns gerne nur was zum Trinken? Zwei was? Limonade? Jawohl, selbstgemachte Limonade. Okay. Original. So Jungs,
Seid ihr ein bisschen vorne? Alles klar. Lass euch schmecken, ja? Tamam, şirkette. Okay. Dorade? Tamam, Dorade ohne Zwiebel, ja? Schön. Aber Zwiebel schmeckt besser. Jede Durchblutung. Also ich liebe Gastronomie. Es muss auch so gesagt werden, wir sind in Dienstleistung. Egal welche Dienstleistung, ob das im Servicebereich, ob das im Küchenbereich oder im Hotel oder egal. Wir sind in Dienstleister, aber wir sind keine Diener. Also das muss von den Kunden so gesehen werden, dass wir keine Diener sind. Dass wir Dienstleistung sind. Wir sind dafür da, um Kunden zu bedienen, aber nicht dienen. Ja? Das muss man wirklich, also die müssen uns respektieren, die Gastronomen. Ja. Die Leute sollen in den Augen sehen, nicht in den Augen sehen. Und international war auch eine Serie aus Korea. Korea, ja, der heißt Queen of Tears. Queen of Tears ist eine koreanische, sehr bekannte Serie. Ich wusste nicht, dass diese Serie so bekannt ist. Also nachdem dieses Jahr, wo in Netflix reinkommt, boah, ich habe so viele Koreaner, Japaner, Chinesen, die ganze Asien, die guckt diese Serie. Also ich habe jeden Tag 20, 30 Leute hier von Korea, Taiwan, China fotografieren. Und was hat die gegeben? Ja. Die sagen, was hat sie gegessen, was hat sie getrunken? Ach Leute, ich habe einmal Ayran, einmal Döner. Ja, aber das war schön. Also ich wusste nicht, dass die Serie so berühmt ist, bekannt ist. Zu mir unten 4-5 Stück Tomate. 5 Tomate, ja. Dank. Dankeschön. So. So, dann Prost, Leute. Cheers. Cheers. Auf die Prost. Zwei Stück. Moment. Damals schon so noch die Gute. Was? Ja, wir wollen je schnell, dann habe ich schon gemacht. Gib mal ein bisschen Maydanoz. Sen bunları inceledin mi? Bunların ne Berlin'den geldiklerini biliyorsun değil mi? Yok, bilmiyorum. Salako. Hı? Okey. Eine Löffel. Löffel. Kaşık verin şuradan ya. Okey. So, fertig.
bestellt. Wow, cool. Ja, super. Das war nicht schlecht. Dankeschön. Danke. Das sieht ja gut aus. So, dann Das ist Rinderleber für die Bogen. Hier wird es in die Pfanne gemacht. So, das machen wir nachher. Nachher dann Rolle machen wir. Die andere Frage auch. So, der nächste bitte. Ich nehme auch einen normalen Döner und wir haben einen Eistee. Eistee leider nicht. Dann nehme ich auch eine Cola Zero. Okay, Cola Zero. Döner, Roman. Faschita. Okay. So. Einmal Adana. Brot, ich denke, das ist schön. Einmal, jetzt brauche ich Brot. Jetzt Leute da und mach kein Brot rein. Limonata nerede? Jetzt ist viel Leute. Jetzt kannst du Brot machen. So. Okay. Bei den Dürren machen. Eine Adana Brot vorbereiten. Okay. Zweimal Dürüm, ne? So, jetzt kommt eine Adana. Okay, der nächste? Ja, und auch Limonade. Ayran, okay. Das macht der Opa. Einmal Material, bitte Ayran, oder? Okay, das ist die Adana? Ja, vielen Dank. Ja, muss ich wirklich mal, ja. Bitte.
keiner nicht. Ich schöpfe das hier. Das schöpfe ich. Ayman, diese Platte unterbringen, Platte. Mohammed. Das musst du mal aufnehmen. Also nachher Brot geben. Brot geben. Ja. So. Hier, Einmal stille Wasser, einmal Cola normal. machen wir nachher. Mach erstmal diese weg. Schon Glückssinn. Brot. Krautsalat. Gib mal die Krautsalat. Da sind noch wieder Angelein. Ja. Nee, ist keine Angel, nee, die sind kurz. Die sind hinten vorne. Hier. Alles ist für dich. Motor aus! Leerlauf. Der Lauf ist? Vorne locker lassen, mit ins Meer ziehen. Einmal die 1 mit Weichkäse bestellen, Ja. die 4a und die 9 aber ohne Weichkäse. Nein. Ja. Hey, hier ist der ohne Zucker? Ja. Dankeschön. Ohne Zucker. Aber Zucker hier mit. Okay, wunderbar. Immer after work ist immer gut, weißt du, nach der Arbeit. Und die Leute was essen am Main. Wenn schön Wetter ist.
Dank. Dir vielmals. Nach Vierbild. Ah, wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Danke, schönen Abend. Danke. Die haben keine Lappe mehr, ne? Oder neue oben, diese kleine. Okay. Stimmt so. Danke. Wo ist Ratter? Passt. Kimberly, Pro. Also das mit Chili Peade, das ist sowieso auch da. Ich hab deutsche Pass, weißt du, ich darf trinken. Wie lange lebst du denn schon in Deutschland? Meral. Aber Meral, das ist nicht der Meral, oder? Meral ist Mädchen Vorname, bei mir ist Nachname. Vorname heißt Ferus. Virus? Ferus. Ah, aber das ist ja persisch als Türkisch. Nee, nicht Persisch. Doch? Du bist mit dem Zeichen nur nicht. Das ist aus nicht mehr Mongol. Aber Virus ist persisch. Keine Ahnung. Hier ist er. Oh, servus. Gute. Oh, Bernd. Bist vorne dran, Bernd. So? Ja. Brot und Salat, irgendwas so eingewickelt ist. Ja. Super. Ui, perfekt. Schön kalt sind die auch. Oh ja. Ja, also jung kommt man immer zusammen. Cheers. Prost, Matthias. Cheers. Was sind das, die 3 oder was? Ja. Jawohl. Zweimal die 3 und einmal die 19 ohne Brot, bitte. Zweimal 3. Oft hierher? Wir kommen halt sehr häufig her, ja. Genau. Ich will jetzt nicht sagen jeden Tag, aber doch recht häufig. Ja, genau. Ja, wir kommen von oberhalb der Offenbacher Schleuse und dann überlegt man sich natürlich, fährt man runter, aber für Meral hier lohnt sich. Dann fährt man immer wieder hierher. Das ist schön. Schon mega schön, ne? Von der Skyline ist der Hammer. Ja. Super. Super, danke. Es gibt nur große. Wir machen Karaoke. Bitte. Oh, Essen. Dankeschön. Ei. So. Juhu. Wieder Finger weg von meinem Bier. Ja, aber diesmal wird man das sein. Wunderbar. Gut, super. Sehr gut, Chef, schmeckt gut. Bravo!